Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Klassiker. Wenn wir den Begriff Klassiker hören, dann verbinden wir damit doch verschiedene Dinge des Lebens. Klassiker, das kann ein Auto sein, ein Auto aus den 50er, 60er Jahren. Klassiker kann aber auch ein Film sein, Casablanca beispielsweise oder Vom Winde verweht. Klassiker kann aber auch ein Buch sein, gerade aus dem Bereich der Belletristik. Doch es gibt auch im Leben eines Pfeifenrauchers wahre Klassiker und einen solchen Klassiker möchte ich euch heute vorstellen. Dieser Klassiker begleitet mich mittlerweile schon seit über 20 Jahren, ist bei mir immer wieder in meiner Tabakbar vorhanden und zwar geht es diesmal konkret um diesen Tabak hier. Ganz richtig, hier ist er nochmal. Es ist von der Scandinavian Tobacco Group, der Danish Truffles Tabak. Diesen Tabak hier hole ich mir schon wirklich seit 1995 regelmäßig immer wieder zum Rauchen. Teilweise an Tankstellen, teilweise aber auch über einen Tabaks- oder Pfeifenhändler, beispielsweise über Darnpipe bestellt. Und er ist einfach ein Tabak, ja, den man wirklich jeden Tag, jederzeit, zu jeder Jahreszeit rauchen kann, unproblematisch und aber halt auch in seiner Machart her doch wieder beinahe einzigartig, weil es eben in dieser Form nicht mehr allzu viele Tabake gibt. Wieso, habt ihr eben auch schon in den Bildern gesehen, aber ich werde es euch jetzt auch noch mal etwas genauer zeigen. Da ich den Tabak regelmäßig rauche, habe ich schon vor einigen Jahren diese Dose dafür abgestellt. Das ist also eine ganz normale Acryldose, wie man sie bei Darnpipe zu kaufen bekommt. Einfach noch mit dem Etikett versehen, schon weiß man, was drin ist. Etwas Tabak ist auch noch vorhanden. Und wenn man die Dose halt öffnet oder den Pouch öffnet, kommt einem halt wirklich ein sehr angenehmer Duft entgegen. Hier ist der Tabak nochmal. Man hat es ja bereits bei den Bildern so ein bisschen sehen können. Die Besonderheit bei dem Tabak ist halt, er kommt eben in Form von wirklich kleinen, feinen Würfeln daher. Es ist ein sogenannter Cube Cut. Und ich bin jetzt schon mal gefragt worden vor kurzem, wie stopft man überhaupt einen Cube Cut? Grundsätzlich muss ich sagen, es steht ja grundsätzlich schon mal auf der Dose bzw. auf dem Pouch drauf. Da ist es ja einfach nur wortwörtlich die Tabakwürfel in die Pfeife füllen und vor dem Anzünden leicht nachstopfen. Und genau das werde ich jetzt auch tun. Ihr habt es auf den Bildern gesehen, das hier ist eine VO Larsen. Ich nehme jetzt einfach die Dose so wie sie ist, nehme die Pfeife wie sie ist, Pfeifenstopfer für meine Stopfmethode ist drin und jetzt gehe ich mit der Pfeife einfach nur wie mit einer Schaufel in den Tabak rein. Ihr seht ja, hier geht es ein bisschen drüber. Ihr könnt es jetzt auf dem Video nicht sehen, aber ich mache eigentlich nichts anderes, als dass ich jetzt einfach den Tabak hier vorsichtig von der Pfeife runterschiebe, sodass der Kopfrand frei ist. Das könnt ihr jetzt hier sehen. Ich habe ihn nur runtergeschoben. Und jetzt gehe ich einfach daher, die Pfeife ist ja locker gefüllt, klopfe nochmal so ein bisschen an den Rand, dass der Tabak wirklich gut nach unten rutschen kann. Ja, wir können das ein bisschen besser sehen. Und jetzt nehme ich den Finger und drücke den Tabak ganz leicht an. Einfach nur so, dass rundherum ein bisschen Abstand zum Kopfrand entsteht.
Dann sieht die ganze Geschichte ungefähr so aus. Pfeifenreiniger raus, Mundstück mit Filter reindrehen. So, da haben wir die Pfeife. Eine VO Larsen Black, eine sandgestrahlte Version. Vor allem halt auch mit dem Klassiker hier neben am Mundstück, mit dem sogenannten Smoking Char. Jetzt ist die Pfeife fertig gestopft. Kommen wir zum Anzünden. Ein Cube Cut ist letztendlich nichts anderes als ein in kleiner Würfel geschnittener Flake. Ein Flake, der eben in kleine Würfel geschnitten sich wesentlich leichter entzünden lässt, als wenn man ihn mit der klassischen Knick- und Faltmethode einbringt. Es erfordert ein wenig Übung, einen Cube Cut richtig zu entzünden. Ein Cube Cut oder auch ein Flake an sich ist eben halt etwas breiter geschnitten, als es die normalen Mixtures sind. Bei normalen Mixtures sprechen wir meistens von Schnittbreiten von zerrissenem Tabak zwischen 1,6 und 4 mm, aber halt eben mit einem sehr dünnen Blattgut. Bei einem Cube Cut hingegen ist es halt nun mal ein Flake-Tabak. Der Tabak ist gepresst, wird in Blöcke gepresst, später in Scheiben geschnitten. Die Scheiben können, je nachdem, was für ein Tabak es letztendlich ist oder welcher Hersteller es ist, bis zu 1 mm dick und kompakt sein. Und wenn dann entsprechende Würfel draus geschnitten werden, sind diese halt auch eben 1 mm auf 1 mm auf 1 Millimeter oder auch mal 2 mm dick. Und man kann sich dann natürlich vorstellen, dass sich diese Art von Tabak nicht ganz so leicht entzünden lassen wird, wie wenn man ein ganz normales, dünnes, zerrissenes Blättchen hat, das ja nur ein Bruchteil von 1 Millimeter dick ist. Daher empfiehlt es sich halt auch bei diesem Cube Cut, wenn man ihn stopft, und das gilt auch hier für den Danish Truffles, eben oben nur sachte andrücken. Wenn der Tabak etwas zu feucht daherkommen sollte oder man generell Probleme haben sollte, ihn zu entzünden, dann kann man ruhig auch mal so ein paar Würfelchen in die Hand nehmen, richtig fein aufreiben, bis es schon fast ein Pulver ist, oben auf den Tabak draufgeben und ihn dann entzünden, sodass die Glut eine etwas größere Fläche zum Entzünden vorfindet. Der Danish Truffle selbst ist in dieser Hinsicht Gott sei Dank jedoch völlig unproblematisch. Die Beschreibung besagt ja, von der Aromatisierung her würde es sich bei dem Danish Truffles um ein Aroma nach Mandarinen und einem Benediktiner Brandy handeln. Und das ist es auch mehr oder weniger, was man jetzt beim Rauchen selbst genießen kann. Man hat definitiv eine leicht aromatische Note einer Frucht, wobei ich jetzt persönlich nicht sagen könnte, es handelt sich um eine spezielle Frucht, beispielsweise halt eben um eine Mandarine. Es könnte auch jede andere Frucht sein. So, jetzt ist der Tabak aus. Ich glätte noch mal kurz die Oberfläche und zünde jetzt zum allerersten Mal nach. Zum Tabak selbst kann ich nicht viel sagen, was es mit definitiver Sicherheit sein wird. Rein vom Tabaksbild her würde ich sagen, es ist auf jeden Fall ein Virginia. Es ist auch ein wenig Burley dabei.
Und zwar sind es goldene, helle Virginias. Ich bin der Meinung, dass sie auch einen normalen Cavendish, sprich einen einfach fermentierten Virginia genommen haben werden. Und auf jeden Fall auch ein paar kleinere Tupfen eines Black Cavendishs sind beim Tabaksbild aus meiner Sicht zumindest klar zu erkennen. Geschmacklich, diese Trüffel als sich, wenn man so die Trüffeln kennt, diese kleinen Kügelchen, meistens noch mit diesen Schokostreuseln außenrum, so muss ich sagen, wird dieser Geschmack schon recht gut getroffen. Diese berühmten Trüffeln oder manchmal werden sie auch nicht umsonst Rumkugeln genannt, sind halt hier zumeist mit einem Rumaroma versehen. Und bei den Danish Truffles halt eben laut Beschreibung mit einem Benediktiner Brandy. Das Ganze ergibt einen sehr milden Klang, ein sehr mildes Aroma, einen sehr angenehmen, milden, ich würde sagen, beinahe schon sahnig, süßlichen, leicht, ja, wie soll man sagen, alkoholischen Geschmack. Also man kann es schwer in Worte fassen. Mit halt eben so einer leichten Spritzigkeit dabei, aber wirklich nur ganz, ganz dezent nach Frucht. Wie gesagt, da sollen wohl diese frischen Mandarinen mitwirken. Ich persönlich bin immer noch der Meinung, ich kann die Mandarine als solche nicht herausschmecken. Es ist einfach frisch, es ist einfach unbeschreiblich lecker. Bedingt durch den Cube Cut lässt sich der Danish Truffles vor allem sehr kühl rauchen. Er brennt verhältnismäßig langsam herunter. Und da es sich letztendlich um nichts anderes als um einen klein geschnittenen Flake-Tabak handelt, braucht er auf jeden Fall Pfeifen von einem etwas größeren Füllvolumen. Jetzt in dem Fall hier, die Violasen ist eine Pfeife mit einem knapp mittleren Füllvolumen, nicht allzu voluminös. Man kann also auch durchaus etwas kleinere Köpfe nehmen. Wichtig ist allerdings wirklich, und ihr habt es ja eben auch gesehen, wie ich ihn stopfe, einfach nur mit der Pfeife, am besten in den Pouch oder in die Dose reingehen, wie mit einer Schaufel oder mit einer Schöpfkelle. Einfach den Tabak hineinschaufeln. Das, was oben drüber ist, einfach mit dem Finger glatt hier vom Kopf herunterstreichen, oben leicht andrücken, auf jeden Fall leicht andrücken, dass es nicht zu fest komprimiert wird, anzünden und genießen. Die Raumnote ist sehr angenehm. Ihr habt sie auch auf dem einen Bild gesehen. Aromatisierung wird mit 5 angegeben, Raumnote wird mit 5 angegeben. Es ist ein wirklich sehr aromatischer Tabak, sowohl vom Geschmack als auch vom Duft her. Und daher definitiv auch insbesondere für all jene geeignet, die auf ihr soziales Umfeld beim Rauchen entsprechend Rücksicht nehmen müssen. Für Anfänger ist der Tabak aus meiner Sicht durchaus auch geeignet. Ich wüsste jetzt kaum etwas, was dagegen spräche. Das Einzige halt, was den Anfänger vielleicht so ein bisschen abschrecken könnte, ist eben der Umstand, dass es sich um kleine Würfelchen handelt, ist der Umstand, dass er vielleicht, ohne den Pouch vorher gelesen zu haben, den Tabak einfach zu fest stopft, sodass hinterher eben kaum noch ein ordentlicher Zug möglich ist. Doch wie gesagt, wenn man sich einfach daran hält, locker einfüllen, ganz leicht oben andrücken und entzünden, dann steht einem unbeschwerten Rauchgenuss aus meiner Sicht nichts entgegen. Der Preis ist noch recht angenehm. Dieser Pouch hier, den habe ich mir im Sommer geholt, kam auf 9,20 € für 50 Gramm, was eben halt im doch guten Mittelfeld liegt. Nicht zu teuer, nicht zu billig. Qualitativ ist der Tabak aus meiner Sicht definitiv ein guter Tabak.
Trotz der Aromatisierung, er hält das Aroma wirklich durch. Er wird zwar zum Ende hin von der Aromatisierung her ein wenig schwächer, doch spürt man trotz allem halt auch immer noch so 'n ganz leicht das eigentliche Tabakaroma heraus. Daher ja auch meine Mutmaßung, dass eben außer Goldenen Virginias und einem Cavendish auf jeden Fall halt auch Black Cavendish natürlich enthalten ist für die Aromatisierung und auch ein ganz klein wenig Burley. Das war's auch schon soweit von mir zur Vorstellung des Danish Truffles von der Scandinavian Tobacco Group. Ich bin in gewohnter Weise natürlich darauf gespannt, wie eure Meinungen zu dem Tabak sind. Habt ihr auch eure eigenen Erfahrungen schon gemacht? Ich gehe auch so gerade auf dem deutschen Markt gehe ich davon aus, dass einige den Tabak kennen werden. So, meinen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen und mit euren Tabaken. Wir sehen uns wieder auf diesem Kanal hier. Happy Puffing und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.